Agile oder auf Hessisch Agile. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Und vielleicht arbeitet ihr ja auch schon so. Agile, das kommt aus dem Lateinischen. Und das heißt flink und beweglich. Was bedeutet das dann, agil zu arbeiten? Was machen die jetzt anders? Und was denken die Kolleginnen darüber? Das schauen wir uns heute an. Hey, Volker. Jürgen, Grüß dich. Servus. Hi, servus. Hier ist dein Schön, dass du Team, geschafft oder? hast. Ein Teil vom Team, genau. Wir sind hier im Office, remote, überall zusammen, Frankfurt, Berlin. Volker, jetzt arbeitest du mit deinem Team schon agil. Was macht ihr denn hier überhaupt in der Bank und was macht ihr anders? Ja, im Schwerpunkt stellen wir die Verbindung zwischen Kunde und Bank und Mitarbeiter und Bank her. Was macht ihr da jetzt genau anders? Wenn man mal ein bisschen weiter zurückguckt, wurden oft im sogenannten Wasserfallansatz sehr lange Projekte gemacht, wo am Ende dann das eigentliche Produkt manchmal nicht dem entsprochen hatte, was man wollte, manchmal aber auch gar nicht mehr gebraucht wurde. Jetzt musst du mir den Wasserfall aber noch mal erklären, da kann ich mir gar nichts vorstellen. Beim typischen Wasserfall war es in der Vergangenheit so, man hat ein sehr langlaufendes Projekt, was sich in Phasen unterteilt hat. Von Konzeption über Design, zur Entwicklung, zur Test, zur Produktion. Und jede dieser Phase hatte ein definiertes Ende und das Ergebnis wurde dann einfach runtergeschmissen. Das heißt, die nächste Abteilung, der nächste Bereich, der etwas machen muss, hat etwas bekommen und musste auf das aufsetzen. Was macht ihr jetzt anders? Ja, jetzt machen wir das agil. Bedeutet? Agil bedeutet vor allem schneller. Ne, wenn man es hier sieht, wir haben es versucht, hier mal ein bisschen zu illustrieren. Die Agilität ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass man in viel, viel kleineren Zeitabschnitten denkt und sich aber auch kleinere Arbeitspakete vornimmt, die man nach und nach dann zum großen Ganzen zusammensetzt. Mit dem großen Vorteil, dass man viel schneller erste Ergebnisse hat und dass in jedem Sprint, in jedem Zeitabschnitt alle mit an Bord sind. Man hat nicht mehr nur Entwickler oder nur Designer oder nur Tester, sondern in jedem von diesen kleinen Teams, die sogenannten Squads, sind jeweils Konzeptionierer, Designer, Entwickler, Tester und auch Leute aus Operations, die gemeinschaftlich sich um das Stück Software kümmern. Ist agil arbeiten jetzt nur was für jüngere Leute und was passiert denn mit der Generation Wasserfall? Auch die Generation Wasserfall arbeitet heute tatsächlich agil. Aber ich glaube, am besten holen wir einfach mal jemanden dazu, der wirklich auch vom Wasserfall noch erzählen kann. Hallo Andreas, wir brauchen mal jemanden, der aus dem Wasserfall kommt. Kannst du uns gerade mal helfen? Aber sicher doch. Was hat sich denn persönlich in deiner Arbeit verändert? Ja, das ist schon krass gewesen. Ich musste lernen, loszulassen. Weil, wenn ich aus dem Wasserfall komme, dann schreibe ich Fachkonzepte. Dann habe ich ganz viel Sicherheit, ich habe ganz viel Papier, auf das ich immer wieder referenzieren kann. In der agilen Welt, da hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, mit Schnelligkeit, mit viel, viel schneller entwickeln. Und das ist natürlich ein großer Unterschied und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ist es leicht gefallen? Nein. Ganz ehrlich, nein. Gerade wenn man das lange gemacht hat, das Wasserfallkonzept, dann braucht man wirklich sehr, sehr lange, um sich wirklich in einem Unternehmen dahin zu entwickeln, loszulassen. Die Hierarchie ist nicht mehr da. Man hat viel Verantwortung auf einmal, die man vorher ein bisschen abgewälzt hat auf andere. Und die hat man auf einmal in der agilen Welt nicht mehr. Da wird man für das Thema genau angeguckt und kann sich nicht irgendwo hier einsortieren und sagen, das war mein Job, jetzt ist ein anderer dran. Jetzt lerne ich den nächsten aus Volkers Team kennen. Thorsten, lass uns mal über Verantwortung reden. Was hat sich denn da jetzt im Agilen verändert? Speziell, wenn ein Fehler passiert, wer ist dann verantwortlich? Wir sind dann auch gemeinsam verantwortlich, weil es ist ja auch ein Gemeinschaftswerk. Das heißt, ihr geht wieder einen Schritt zurück und sagt, ist eben passiert, was dazugelernt und Das zeichnet für mich auch das Agile aus, dass wir lernen, aus Fehlern lernen und davon lernen. Dumm ist, wenn wir halt den gleichen Fehler zweimal machen. Aber das ist auch immer wieder, dass wir immer wieder in uns selber hinterfragen, um daraus zu lernen, um dann die richtigen Schritte zu machen. jetzt sehe ich ja, du hast ein bestgelauntes Team hier stehen. Die sind so gut drauf. Sag mal, die können doch eigentlich auch ohne dich, oder? Absolut. Also meine Aufgabe als Führungskraft in einem Agilen ist natürlich eine völlig andere. Es ist nicht mehr top-down, sondern meine Hauptaufgabe ist wirklich die Umgebung, die Struktur schaffen, dass die Teams individuell arbeiten können und sich voll auf ihren Fokus gemeinsam zu konzentrieren.